Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich zeige euch heute ein Teardown-Video von einem Asus UX 480 FD. Das Gerät hat auch eine Besonderheit, und zwar hat es ein Touchpad, das quasi auch als zweites Display verwendet werden kann. Im Prinzip ist es ein Touchscreen. Da kann man auch verschiedene Dinge damit machen, verschiedene Sachen aufrufen oder man kann auch den Modus umschalten als erweitertes Display. Klar, herkömmlicher Touchpad-Modus oder Touchpad ist deaktiviert. Aber erweitertes Display würde dann, da kann man quasi den Desktop spiegeln auf dem Touchpad. So, ja. Das ist der normale Modus. Ja, bisschen Spielerei würde ich behaupten. Kalender kann man aufrufen, andere Dinge damit machen. Ja. Wir sehen hier eine kleine Auswahl an Originalersatzteile für das Gerät. Zum einen der Akku und das Netzteil und zum anderen auch dieses gerade gezeigte Touchpad. Wie man sieht, ist da ein bisschen mehr Elektronik drauf, klar, ist ein Display mit Touch-Funktion. Viel mehr an Originalteile haben wir gerade nicht am Lager, werden wir aber mit Sicherheit noch ans Lager legen. Wir sind ja auch offizieller Asus-Distributor und über den Shop kann man schon alles bestellen. Werde bald sicher aber auch mehr noch am Lager haben, sowie auch die anderen Ersatzteile, was ja, universell eingebaut werden kann in den Laptops. Kommen wir nun zum Zerlegen vom Gerät. Da müssen wir unter die Bodenplatte abschrauben. Vorher geht gar nichts. Da sind ringsrum Torx-Schraube drin. Braucht man den T5. Was ich dazu noch sagen kann, das Gerät, das ist ein UX 480 FD. Das ist aber aufgebaut auf ein UX 450. Im Prinzip sind es eigentlich die identischen Geräte. Was bei dem Gerät auch ist, die Display-Einheit, die kann man nur komplett tauschen. Sprich mit Scharniere, Kabel und so weiter. Werde ich euch aber gleich zeigen, wenn ich es offen habe. Hier sitzt jetzt unter der Gummifüße keine Schraube. Bei manchen UX-Geräten sind da Schraube drunter unter der hinteren Gummifüße. Aber sonst sind die UX-Geräte eigentlich fast immer gleich aufgebaut. So, wenn wir den Deckel unter haben, sehen wir auch schon die ganze Komponente. Die M2 SSD, der Akku, der Lüfter und das Mainboard. Viel mehr gibt es da auch gar nicht zu tauschen. Mal abgesehen vom Touchpad, Topcase natürlich. Die Tastatur ist auch ins Topcase integriert, also das komplette Topcase, wenn die Tastatur defekt ist. So, dann zeige ich euch mal, wie man die einzelnen Komponenten ausbaut. Als allererstens natürlich Akku abstecken. Wie immer ganz wichtig, dass man nichts mehr kaputt machen kann. Können wir losschrauben. So, wenn man alle Schrauben draußen hat, kann man den einfach rausnehmen. Dann, die muss man jetzt zwar nicht wegmachen, aber ich kann sie euch mal zeigen. Das ist eine Standard M2, da ist mittlerweile nur noch sehr wenig bestückt, da die Bauteile immer kleiner werden. Den Kühler lasse ich jetzt drauf, den müssen wir dann auch hier wegschrauben und die Lüfter abstecken. Hier kann man die Lautsprecher abstecken und ausbauen. So, da unten sitzt dieses Touchpad drin, wie man sieht hier über die Kabel am Mainboard angeschlossen. Da ist ein Zwischenstück. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich habe das Gerät selbst noch nie zerlegt. Obwohl ich ja nichts kaputt mache.
Da hängt auch ein Zwischenstück dazwischen quasi als Verlängerung. So, dann hat man hier 3 Schrauben und dann kann man es normalerweise schon rausnehmen. So, das ist das gute Stück. So, kommen wir noch zur Display-Einheit. Da muss man oben die Scharniere abschrauben, das Kabel natürlich abstecken. Wie gerade vorher schon erwähnt, gibt es die nur komplett zu kaufen. So, klappen wir das Ding. Irgendwo ist es noch fest. Nehmen wir erstmal noch die Abdeckung runter. Wenn sie runtergehen. So. Schraube sehe ich auf den ersten Blick keine mehr. Wahrscheinlich muss man sogar das komplette Mainboard ausbauen. Schauen wir einfach mal nach. Im Notfall lieber eine Schraube mehr rausmachen wie eine zu wenig. Mal gucken, ob sich da schon was löst. Ne, wahrscheinlich muss ich den komplette Kühler runterschrauben. Wobei, eigentlich sieht es nicht so aus. Ich mache es trotzdem. So. Das ist die Kühleinheit. Dann haben wir hier noch die Lüfter. Aufpassen, da liegt die Antenne. Stecken wir die auch ab. Das Kleine ist übrigens die WLAN-Karte, die wird auch immer kleiner. So, Schrauben sind eigentlich alle draußen, dann muss auch das Mainboard irgendwie rausgehen. Ja. Also den Kühler hätte man jetzt nicht runternehmen müssen, aber es ist einfacher dann. So sieht das Mainboard aus. Die Scharniere sind zwar hier nicht mehr verschraubt, aber die liefen unter das Mainboard. Ich kann es euch nochmal zeigen. An den 2 Schrauben waren sie mit dem Mainboard-Stand verschraubt noch. Das heißt, man muss tatsächlich das ganze Gerät zerlegen, um die Display-Einheit zu tauschen, falls euch das Display mal kaputt geht. So, haben wir hier noch die Tastatur. Können Sie auch bei uns im Shop kaufen. Und die Display-Einheit, die es nur so als komplettes Teil gibt. So, das war's auch schon. Das Gerät ist zerlegt. Zusammenbau geht, wie ich gesehen habe, wieder genauso, nur rückwärts. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like, Kommentar oder ein Abo freuen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal.